Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind gerade immer noch im Tempel von den Goblins. Wir haben den Druiden Halsin jetzt kennengelernt und haben ihn befreit. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir uns noch weiter umschauen hier. Ich glaube aber, dass wir hier soweit durch sind. Die meisten Goblins sind jetzt auch schon hier raus. Die wollen nämlich den Druidenhain angreifen. Also würde unser Weg auch erstmal zum Druidenhain führen. Also die Goblins sind auch weiterhin freundlich gesonnen, das ist gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann kommen wir hier auf jeden Fall auch heil raus. Bloody racket. Oh, come on. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch die Schnellreise nutzen. Umgebung des Smaragdhains, da wollen wir hin. Und dann schauen wir mal, was hier so los ist. Bisher noch nichts. Nur das Blut von vergangenen Kämpfen. Du kannst vielleicht hier nochmal einen Heiltrank trinken. Smaragdhain, wir sind wieder da. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten und sprechen mal mit Kakka. Ja, gehen wir mal ruhig den langen Weg hier. Hätten auch den Fahrstuhl jetzt nutzen können, aber vielleicht finden wir ja nochmal was Interessantes, was der eine oder andere zu erzählen hat. Ascharak. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Trinkt das Schlachtfeld mit Blut, heißt den Tod willkommen. Okay. Good job. Now they're even more scared. Ups. I think you've inspired them enough today. Okay. Waren wohl nicht die passenden Worte hier. Nur die trauern immer noch hier um ihre Tochter, die ja leider verstorben ist anhand des Bisses. See to your business here quickly. Oh, die sind auch immer noch nicht ganz so gut auf uns zu sprechen. Aua. Okay. Gehen wir mal hier rein. Wir haben ja Zevlor, den Tiefling-Anführer, getötet. Das wollte Kakka ja eigentlich von uns. Ich wollte mal mit ihr sprechen, mal gucken, was sie sagt jetzt. Oder erstmal mit Ras vielleicht. Until Master Halsin returns, my eyes must stay on Korga. Okay, Meister Halsin ist also noch nicht da. Why are you here? I sent you to Zevlor. Ja, das haben wir gemacht. Zevlor ist tot. Indeed. Then removing his people should provide you little challenge. Okay, wir sollen also seine Leute jetzt auch noch entfernen, wie sie es nennt. Ich kenne die Wahrheit, ihr wollt den Hain für die Schattendruiden übernehmen. What? Aha. Schattendruiden. That damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh, shh. No need. It couldn't be helped. Korga, what is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Okay, jetzt übernehmen die Schattendruiden. Der Zirkel ist reif für Veränderung. Shadow Druids. Korga, have you lost your mind? You and Halsin welcome untouchables to your midst.
You defile the grove for the sake of harmony. Oliden speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Koga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Oliden. Moment, vielleicht können wir da noch mal eingreifen. Die Schatten retten euch nicht, sie verderben. Haltet ein, solange ihr noch könnt. Das scheint zu klappen. No. You don't know what you say. In shadow, we are purified. Korga's voice breaks and her lips tremble. She heard reason in your words. Ihr wisst, dass ich recht habe. Lasst euch nicht verderben. Das schaffen wir wohl nicht. Wir leben mit der Entscheidung. The shadows don't corrupt us. They cleanse us. Oliden, strike! We take this grove for the shadows. Ja, okay, das kommt hier zum Kampf, das war klar. Wen greifen wir denn hier zuerst an? Holodan. Ja, wir verziehen uns mal hier an eine erhöhte Position. Oh, warum können wir das denn nicht einsetzen? Ah, wir haben keine Hexenmeisterplätze. Das hätten wir jetzt gut gebrauchen können. Ah, schade. Die stehen ja alle so perfekt gerade. Ja, dann kümmern wir uns erstmal hier um Holodan. Weisheit. Können wir auch nicht einsetzen. Ziel zu nah. Die wäre schon mal erledigt. What path lies before me? Silber. Ach, die wollen auch mitmachen hier, die beiden. Okay. Ui. Nicht schlecht. Tja, was machen wir mit ihr? Vielleicht erstmal auf Pinta. Na, fehlgeschlagen natürlich. Sollte es auch anders sein. Ui, nicht schlecht. Das hat gut reingehauen. Ja, fehlgeschlagen, auch das noch. So, wir müssen uns ein Stück weit heilen. 5 Trefferpunkte nur. Das war aber sehr wenig jetzt. Er verwandelt sich in einen Raben. Super. Wir sind benommen. Wen können wir denn hier am besten angreifen? Vielleicht auch auf Kaka gehen erstmal. 16 Schadenspunkte. Die kommen hier wahrscheinlich nicht nochmal hin, oder? Nee, glaube ich nicht. Ah ja, okay. Jetzt kommt keiner. Der Vertrag ist abgelaufen. Oh, die verwandeln sich auch hier in einen Wolf. Den bezaubern wir mal. Oh, der hat einen Rettungswurf geschafft. Wurde nicht bezaubert. Gehen wir mal ein Stück weg. Hä, wieso ist der Weg unterbrochen?
84%. Passt doch. Und 21 Schaden haben wir gemacht. Ui, kritischer Treffer. Cool. Aber lebt trotzdem noch. Schade. Verwandelt sich in einen Schreckenswolf. Ja, wenn wir da weggehen, haben wir den hier auf uns. Deswegen müssen wir den erstmal ausschalten. Ja, über einen großen Heiltrank. Das lohnt sich. Der ist auch blind. Haha, er geht hin und her. Sehr gut. Oh, Silber ist tot. Schade. Ja. Den einmal ausschalten. Life comes easy these days. Let's make this quick. ...60, 65... Ja, greifen wir den mal an. Ah, okay, krass. Die haben quasi dann ja nochmal extra Trefferpunkte, wenn sie verwandelt sind. Fehlschlag. Also, ich weiß ja auch nicht, wie das noch klappt. Was man da noch verfehlen kann bei so einem hohen Wert. Aber gut. Müssen wir mit leben. Sieht aber trotzdem im Großen und Ganzen sehr gut aus für uns. Ich denke, dass wir den Kampf hier bestehen können. Ui, 28 Trefferpunkte. Nicht schlecht. No choice but to keep going. Und ein Heiltrank geht auch immer. Zu nah. Können wir da ein bisschen weiter weg. Be on my way. Sehr schön, dann ist der auch weg. Ui, Kack haben wir getötet. Sehr schön. Damit haben wir auch hier Nachforschungen zu Kacke anstellen abgeschlossen. Was sagt Rast denn jetzt? To think Korga had turned to the ways of shadow. Her corruption ran so deep. Yet for her to die like this, under the Tree Father's gaze, perhaps it is justice. If only justice soothed my heart. A grove drenched in blood is no sanctuary at all. Tja, so ist das. I hope to see Halsin return so he can help us heal. Please, if you find him, let me know. Breathe Okay. deep and move. So, ich würde hier eigentlich gerne noch die Sachen plündern. Oh, no traps, please. Da dürfen wir sogar ran. Such a betrayal. A poison that Wir nehmen erstmal alles destroys auf, its wielder. was wir finden. Silber. In death. Ah, nochmal kurz sein gelassen. Don't want to draw any attention. Der hat auch nichts. Was ist hier mit den beiden? Ich glaube, das waren erstmal alle. Can't risk being in open view. So, was haben wir denn hier so bekommen? Tierfreundschaft, das wandert erstmal ins Lager, das brauchen wir nicht. Wann immer der Träger geheilt wird, wird seine Waffe mit Magie überzogen und bewirkt zusätzlichen Giftschaden. Auch nicht schlecht. Was hat er denn jetzt hier eigentlich? Nebelschritt, das finde ich schon ganz cool. Face protects me. Eager for battle. Let's move. Giftschaden. It's will be done. Erkenntnis haben wir ja auch als Zauber. Wenn die Waffe noch zusätzlichen Giftschaden hat, dann umso besser.
Still breathing, despite everything. Ich guck mal, was wir jetzt hier noch so haben. Das kann erstmal zu Astarion rüber. Was haben wir da? Tod und Göttlichkeit. Das ist ein ganz normales Buch. Ah, ein Worgzahn. Goblins sind bei Angriffswürfen gegen den Anwender im Nachteil. Können wir mal gucken gleich. Zu Waren hinzufügen. Die ebenfalls. Und das schicken wir erstmal alles an Lizelle. Ja, Waffe ist auf jeden Fall besser, einfach durch diesen Goblin-Tod schon. Ah, Zweithandangriff. Du nutzt automatisch deine Bonusaktion, um einen Zweithandangriff auszuführen, sofern du 2 Waffen führst und diese Option nicht deaktiviert hast. Cool. Okay, so geht's dann auch. Hatte 2 Dolche in der Hand. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ihn ja jetzt getroffen. Obwohl, er wollte ja nochmal zu uns kommen. Das können wir vielleicht nochmal aufbewahren. We can keep going a little longer now. Ja, also mit Schattendruiden ist hier wohl nichts. Kaka wurde zurückgeschlagen. Der Ritus der Dornen ist erstmal anscheinend hier abgewendet. The Rite of Thorns has ceased. It seems you will be allowed to stay. Okay. But behave. Ja, wir benehmen uns. Ja, wir rasten vielleicht mal. Dann können wir auch mal gucken, ob der Druide Halsin vielleicht hierher kommt. Und wir haben auf jeden Fall wieder einige Gespräche. There you are, my friend. Zu euren Diensten. Are you now? Don't make promises you can't keep, darling. Thankfully, I've had my needs met this evening. I found a bear. He took a little of my blood. I took all of his. Ihr wirkt zufrieden. Ihr müsst also kein Menschenblut trinken. You're comparing plonk to vintage wine. You can make merry with either, but they're not the same. But Cazador fed me rats and bugs. And when you're used to drinking from a sewer, even plonk is a marked improvement. Ja. Ist das nicht egal? Blut ist doch Blut. Fliegen, und womit hattet ihr das verdient? I existed. That was enough for him. He reveled in having power over me. Because those with power can do whatever the hell they want. Ihr meint, mit Macht kann man alles tun, ganz ohne Konsequenzen? Well, yes. You can't look at the world and tell me I'm wrong. Macht korrumpiert, das solltet ihr nicht vergessen. Oh, I hope so. A little corruption sounds fun. I spent centuries as the victim of a corrupt man. It was the mind flayers that plucked me away from that. They gave me a gift. The strength to take my own freedom. I'm embracing this power. You should too. I suppose you want to hear about Cazador. Was war euer Meister, sagt ihr? My old master. Before the mind flayers took me from him. Before this strange, twisted freedom. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. Wie wurdet ihr verwandelt? Hat er euch angegriffen? Not him, no. A gang of thugs attacked me, angry about a ruling that I'd handed down as magistrate. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Given that my choices were eternal life or
bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. War also kein guter Meister. He had me go out into Baldur's Gate to fetch him the most beautiful souls I could find. It was a fun little ritual of his. I'd bring them back, and he'd ask if I wanted to dine with him. And if I said yes, he'd serve me a dead, putrid rat. Of course, if I said no, he'd have me flayed. Hard to say which was worse. Ja, nun seid ihr frei, genießt es. I will. But I won't take it for granted. The Mind Flayers aren't the only monsters out there. They're not even the only ones hunting us. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. Ich passe auf euch auf, keine Sorge. Ihr beschützt mich, ich beschütze euch. What more could I ask? Now, is that all? Was meint ihr, was uns bei den Türmen des Mondaufgangs erwartet? Who knows? Drow? Mind Flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Okay, das war's mit ihm erstmal. So, Schattenherz hat hier oben bestimmt auch noch was zu erzählen. Mal gucken. Shah's blessings upon you. Okay, da gibt es nichts Neues. Wir halten uns das mit der Beziehung hier vielleicht nochmal offen. Hat er eigentlich mal was zu erzählen? Können wir mal gucken. Thy wheel of fate turns ever to the dark. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Nö, eigentlich nichts von beiden. Ich wollte Alfira nicht töten. Bitte bringt sie zurück. Könntest du mal The austesten. bard's death is a weight for thine own conscience to bear. She will be left to the peace of eternity, where the urge shall seek her no more. Okay, das wird also nicht klappen. Gut, alles andere wollen wir erstmal nicht. So, Lizelle. Speak. Habt ihr darüber nachgedacht, die Macht der Larve zu nutzen? Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Wenn wir schon die Bürde der Larven tragen müssen, sollten wir auch ihre Macht nutzen. Oh, 20. Das schaffen wir wohl nicht. Nee, keine Chance. And when the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, what then? It won't hear my screams. It won't care if I beg. I will be remade in its image. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. Okay. Volo ist da. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind Flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Was wisst ihr über die Gedankenschinder? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Ich habe selbst gegen einen gekämpft. Here, on the Sword Coast.
Impossible. Ich habe nicht nur einen Gedankenschinder getroffen, ich habe sogar einen getötet. That can't be. Ich habe einen Gedankenschinder getötet an Bord eines Nautiloiden. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Schäden ist ein Weg, es zu sehen, wohl eher psychische Übertragungen. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... Es sei denn, man ist mit einem ihrer Parasiten infiziert. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Könnte euer Unglaube doch nur die Tatsachen ändern. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Untersucht mich und seht selbst. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet God! Lasst das Geschrei, könnt ihr helfen? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Okay, rette Volo. Volo hat sich dazu entschlossen, in unserem Lager zu bleiben. Er könnte sich als nützlich erweisen, einen solch gebildeten Gelehrten in der Nähe zu haben. Wir bekommen hier eine leichte Rüstung. Wenn du einen Verbündeten mit badischer Inspiration inspirierst, erhältst du 4 temporäre Trefferpunkte. Ja, können wir nur leider nicht gebrauchen. Die ist sogar schlechter von der Rüstungsklasse als unsere beschlagene Lederrüstung. Will, mit dem haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Was haltet ihr von dem illiziden Potenzial, von dem der Traumbesuch sprach? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you take an illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Da mag er wohl recht haben. Seht mich doch an, wie mächtig ich werde. Überlegt, was wir zusammen vollbringen könnten. I'm more than a bit wary, I admit. Still, I am the frontier's avowed protector. New dangers require new skills to vanquish them. If the tadpole must be my curse, then let the powers it grants me be the Sword Coast's blessing. I will consume what I must to make it so. Okay. Mehr scheint hier erstmal nicht zu passieren. Warte mal, kann Volo handeln? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Haben eure Nachforschungen schon etwas ergeben, das bei meinem Parasitenproblem helfen könnte? Not yet, I'm afraid. But my expectations are very, very high. Okay. Gut zu wissen. Okay, dann legen wir uns schlafen. Okay, es passiert noch was. Ach, er wieder. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected.
You hoped a druid as powerful as Holcim might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Halsen erwähnte, dass diese Larve durch Magie verändert wurde. Yes. Holcim is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Holcim knew this. His instincts are right. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerûn. Wovon denn? The absolute aims are not yet clear to me. But its progress towards domination is clear. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Also, wer seid ihr? It's complicated, but I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells. They need me. I have to go. Sagt mir, wo ich euch finden kann. No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Puh. Schwierige Entscheidungen erwarten uns, glaube ich. Da wird noch so einiges passieren. So, wir sind geheilt. Wir können nochmal mit Volo sprechen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Bis dahin.